Mein Name ist Cornelia Richter. Ich bin seit 2012 Professorin für systematische Theologie und arbeite viel in der Religionsphilosophie, viel in der Hermeneutik und leite deshalb auch gemeinsam mit dem Kollegen Eberhard Hauschild das Institut für Hermeneutik. Ich habe vor allem 2 Forschungsprojekte im Moment. Das eine, das auch gerade von der DFG gefördert worden ist, heißt Resilienz in Religion und Spiritualität. Und da geht es um die Frage, wie Menschen schwere Lebenskrisen, existenzielle Lebenskrisen, zum Beispiel der Tod eines Angehörigen oder eine schwere Krankheitsdiagnose oder aber auch eine Scheidung, für all solche wirklich individuell existenziellen Krisen, wie Menschen diese Krisen gut überstehen, wie sie vielleicht stabiler überstehen und vor allem, welche Frage darin eben Religion und Spiritualität haben. Die Antwort ist nicht so eindeutig, wie man denkt. Religion und Spiritualität können dabei eine gewaltig stärkende Wirkung haben, sie können aber auch eine problematische Wirkung haben. Mein Fach ist die systematische Theologie, das ist ja ein bisschen ein sperriger Titel. Und in der systematischen Theologie systematisieren, sprich ordnen wir, gliedern wir, untersuchen wir in ihrem Verhältnis die Kernsätze christlichen Glaubens. Und das ist deswegen so spannend, weil wo findet man diese Kernsätze? Im Glaubensbekenntnis, im Vaterunser, in den 10 Geboten. Das sind so die Haupttexte, die im christlichen Leben eine Rolle spielen. Und in meinem Fach schaut man, was heißen diese Sätze. Das sind ja sehr alte Texte, mit denen man nicht immer sofort was anfangen kann. Der große Renner ist über die Jungfrauengeburt. Aber immer dann, wenn man da mit einem gewissen befremdlichen Gefühl dran geht, erkennt man sehr schnell, dass wenn man sich die Tradition anschaut, woher kommen diese Sätze und warum sind die dort hineingesetzt worden, wenn man also den religionsgeschichtlichen und größeren kulturwissenschaftlichen Horizont dazu aufmacht, dann versteht man auch, warum die mit Sinn und Verstand da drin stehen und auch heute noch gesprochen werden können. Die Bonner Fakultät ist eine ehrwürdige Fakultät. Das merkt man daran, dass sie noch relativ klassisch strukturiert sind. Die Fächer sind eindeutig erkennbar. Das ist aber gerade das große Potenzial. Also wir arbeiten sehr, sehr interdisziplinär. Wir arbeiten viel mit anderen Fächern zusammen. Aber das kann man nur, wenn man aus dem eigenen Fach heraus die nötige Fachexpertise entwickelt hat. In dem Moment, wo ich mein eigenes Fach nicht mehr ordentlich studiert hätte, könnte ich nicht wirklich auf Augenhöhe mit der vollen Expertise mit den anderen sprechen. Und ob das zum Thema Resilienz ist oder ob das zum Thema Versöhnung ist, das ist eigentlich egal. Die Themen können variieren. Ich muss wissen, wie das in unseren Fächern angesiedelt ist. Das Kollegium hier in Bonn ist fantastisch. Ich habe sehr renommierte Kolleginnen und Kollegen. Wir stehen aber auch vor einem Generationenwechsel oder sind gerade mittendrin. Und das heißt, es werden zunehmend neue, jüngere Kolleginnen und Kollegen gewonnen werden. Und da setzen wir natürlich auf die Bestmöglichen, auf wen sonst. Bonn ist eine fantastische Stadt. Also ich bin ja Österreicherin und ich finde immer, das Rheinland ist eigentlich das Österreich von Deutschland. Das ist ja alles sehr entspannt, es ist sehr gemütlich, die Leute reden viel miteinander. Man kann ganz leicht auf einen Café gehen oder ein Glas Wein trinken. Es ist sehr kommunikativ. Und Bonn noch dazu hat natürlich den Vorteil der alten Hauptstadt. Und das heißt, man hat Theater, man hat Oper, man hat aber auch sehr schnell den Rhein, das Rheinufer, man hat das Siebengebirge mit wunderbarer Natur. Also in Bonn zu leben ist einfach ganz wunderbar. Ich komme aus Wien. Und ich würde sagen, es gibt wenige deutsche Städte, die mithalten können. Und es kann natürlich nicht wirklich mithalten. Es ist ja Wien, Wien ist Wien. Aber Bonn ist nah dran. Theologie ist die Reflexion des christlichen Glaubens. Es ist eine wissenschaftlich geleitete Reflexion, unterscheidet sich deshalb von dem, was wir in der Kirche und in der Gemeinde und so im täglichen Leben machen. Dort lebt man Religion, dort geht es um die Verkündigung, das, was man wirklich tut. Also man steht auf der Kanzel, man ist in der Seelsorge tätig oder sonst was. Und hier an der Universität befassen wir uns damit, was das alles heißt, wie man die Texte des Christentums verstehen kann, wie man am besten mit Menschen darüber spricht
Und es geht deswegen schon auch immer um die Gottesfrage, es geht immer um die Frage nach Jesus Christus, aber es ist immer in der Reflexionshaltung. Was tun wir eigentlich, wenn wir glauben? Was tun wir, wenn wir biblische Texte lesen? Was tun wir, wenn wir diese Inhalte in der Verkündigung anderen weitergeben? In unserer Gesellschaft ist genau diese akademische Theologie so wichtig, weil sie eben einen Schritt zurücktritt hinter die gelebte und praktizierte Religion. Die wissenschaftliche Theologie schafft eine Differenz. Sie ist zwar erwachsen aus dem Christentum, sie teilt auch die Überzeugungen des gelebten Christentums, aber sie schafft es, aus dieser Position, aus dieser eigenen Überzeugung heraus einen Schritt zurückzutreten. Weshalb also in der Theologie Glaubenswahrheiten nie einfach nur so behauptet werden. Man kann nicht einfach nur so von heiligen Texten sprechen oder irgend sowas, sondern muss immer fragen, welche Bedeutung hat diese Rede für eine bestimmte Religion. Und das heißt auch, wie kann man damit verantwortlich auf eine nicht fundamentalistische Weise umgehen. Akademische Theologie schützt deswegen vor Fundamentalismus.